Hallo, in dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du von diesem originalen Audi A4 Kühlergrill zu diesem schönen Warmgrill im RS-Design kommst. Um deinem Audi A4 eine persönliche Note verleihen zu können, kommst du um den Austausch des Kühlergrills gar nicht mehr herum. Der RS-Grill ist nicht nur ein Blickfänger, sondern auch kinderleicht zum Einbauen. In dieser detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie du als erstes den richtigen RS-Grill auswählst, wie du die Stoßstange des Audi A4s demontierst und den Kühlergrill sicher vom Stoßfänger trennst, wie du die Bauteile wie Parksensoren, Kennzeichenhalterung usw. auf den neuen RS-Grill überträgst und schlussendlich, wie du das alles am einfachsten wieder zurückmontieren kannst, ohne Schäden oder Fehler zu verursachen. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Video und bis nach dem Intro. In dieser Anleitung wird der Kühlergrill bei einem Audi A4 B9 Avant Baujahr 2017 gewechselt. Bei der Entscheidung ist es wichtig, dass du einen Blick auf das Warndesign und die Parksensorenhalterung wirfst. Hier gibt es verschiedene Ausführungen, die dementsprechend auch Einfluss auf die Montage der Parksensoren haben. Ein niedriger Preis kann auch bedeuten, dass die Montage der Parksensoren nicht gut genug gelöst wurde. Ursache dafür ist hauptsächlich das engere Warndesign, welches eine leichte Montage nicht zulässt. Da wir gerne improvisieren und dir zeigen wollen, wie du Geld sparen kannst, haben wir uns bei diesem Audi trotzdem für die relativ günstigere Variante des RS-Grills entschieden. Dennoch findest du in der Beschreibung beide Varianten zur Auswahl. Wenn du jedoch bei den Parksensoren nicht improvisieren möchtest und Geld keine Rolle spielt, dann empfehlen wir dir den Kauf des zweiten RS-Grills. Der Montageablauf ist der gleiche. Stelle sicher, dass du folgende herkömmliche Werkzeuge zur Verfügung hast. Zwingend notwendig ist ein Wagenheber nicht. Wir empfehlen dir jedoch, das Auto trotzdem aufzubocken, um leichter an die Schrauben am Unterboden heranzukommen. Außerdem erleichtert es dir den gesamten Prozess und du gewinnst etwas an Höhe und Platz. Sollte dir etwas vom Werkzeug fehlen, findest du unter den Links in der Beschreibung unsere Empfehlungen. Es empfiehlt sich, die Batterie vor der Demontage abzuklemmen. Damit verhinderst du unnötige Fehlercodes, die später bereinigt werden müssen. Gleichzeitig kannst du bei Gelegenheit dein Auto auch schon aufbocken und die Räder demontieren. Wie vorher schon erwähnt, ist das Auto hochheben kein Muss. Es erleichtert jedoch den Arbeitsablauf. Folgende Verschraubungen aus der Liste müssen gelöst werden, um die Stoßstange von einem Audi A4 B9 zu demontieren. Am besten ist es, wenn du in den Drahtkästen mit dem Abmontieren der Schmutzfänger, Plastikabdeckungen anfängst. Diese sind jeweils mit 6 Torx-Schrauben und 2x10er Sechskantmuttern befestigt. Prinzipiell müssen nicht alle Schrauben herausgedreht werden. Es reicht, wenn du die Plastikabdeckung etwas zur Seite biegen kannst. Wenn du dir Zugang hinter den Drahtkasten verschafft hast, musst du als nächstes 2 10er Sechskantschrauben und 2 Torx-Schrauben lösen. Die Sechskantschrauben sind senkrecht befestigt und verbinden die Stoßstange mit der restlichen Karosserie. Die Torx-Schrauben sind waagrecht befestigt und verbinden die Stoßstange mit dem Frontträger. Vergesse nicht, den Plastikclip Spreizniete herauszuziehen. Dieser steckt unmittelbar neben den Sechskantschrauben. Anschließend begibst du dich unter das Auto und entfernst die vorderen 5 Torx-Schrauben am Unterboden. Die letzten Verschraubungen befinden sich an folgenden Positionen: vorne oben im Motorraum, zwei Torx-Schrauben links und rechts befestigt am Stoßstangenträger und 2x Torx-Schrauben links und rechts hinter dem Kühlergrill. Nachdem du diese gelöst hast, sollte die Frontstoßstange mit einem kräftigen Ruck ausgeklipst werden können. Schlussendlich löst du noch die Steckverbindungen der Parksensoren und des Crash-Sensors und legst die komplette Stoßstange zur Seite. Ab jetzt kann die Demontage des Kühlergrills beginnen. Um den Kühlergrill von der Stoßstange zu lösen, müssen alle Verbindungen und Clips freigelegt werden. Die Steckverbindungen sind relativ leicht zum Entriegeln und können mit dem Schraubenzieher ausgehebelt werden. Wie die Halterungen zu lösen sind, wird selbsterklärend sein. Zusätzlich zu den Halterungen musst du 7 Torx-Schrauben um den Kühlergrill herum ausdrehen. Achte darauf, dass das Plastik generell nicht zu kalt ist, ansonsten können die Halterungen leicht brechen. Bevor du mit dem Übertragen der Bauteile vom originalen Grill auf den neuen RS-Grill beginnst, empfehlen wir dir, den Grill vorher an den Stoßfänger zu montieren. Damit bekommst du ein besseres Bild vom Gesamten und kannst das Aussehen besser beurteilen. Dazu setzt du den neuen Kühlergrill einfach an und verbindest alle Halterungen und Clips, so wie sie auch vorher beim Original waren. Anschließend darfst du nicht auf die Kabelhalterungen der Sensoren vergessen.
Zum Schluss bleiben dir nur noch die 7 Schraubverbindungen rundherum übrig, die du einfach wieder zurückschraubst. Sitzt der neue Grill wieder fest an der Stoßstange und alles ist an seinem Platz, kannst du mit dem Übertragen der Kennzeichenhalterungen und der Sensoren vom alten Kühlergrill beginnen. Als erstes demontierst du das Audi-Emblem vom originalen Kühlergrill. Dafür verwendest du am besten einen dünnen Schraubenzieher. Das Emblem ist nur mit Clips befestigt und kann einfach von der Hinterseite entriegelt werden. Alternativ kannst du auch von vorne das Emblem einfach aushebeln. Die neue Halterung mit dem übernommenen Audi-Emblem montierst du nun mit den Befestigungsplättchen aus dem Lieferumfang mittig an den Wabengrill. Die Montage der neuen Kennzeichenhalterung funktioniert auf dieselbe Art und Weise wie das Emblem, ebenfalls mit den mitgelieferten Plättchen. Wir empfehlen dir prinzipiell auf rahmlose Kennzeichenhalterungen umzusteigen. Diese sind leichter zum Anbringen und sehen in Kombination mit dem neuen Grill einfach viel besser aus. Unter dem Link in der Beschreibung findest du eine rahmlose Halterung, die nicht teuer und zugleich StVO-konform ist. Als nächstes demontierst du die Parksensoren vom alten Kühlergrill. Merke dir, welcher Sensor rechts und welcher Sensor links war. Die Parksensoren kannst du einfach aus ihrer jetzigen Halterung aushebeln. Nun kommt es darauf an, welchen RS-Grill du bestellt hast. Beim teuren RS-Grill steckst du die Parksensoren einfach in ihre Halterungen und fertig. Bei diesem Grill aus dem Video ist Improvisation angesagt, da die Halterungen für die Parksensoren hier nicht schlau gelöst wurden. Theoretisch gesehen sollte die Montage auf die gleiche Art und Weise erfolgen wie bei den Kennzeichenhalterungen und dem Emblem, also mit den Plättchen. Wie sich das der Hersteller vorgestellt hat, damit es zumindest akzeptabel aussieht, wissen wir nicht. Wir haben uns deshalb dagegen entschieden und verwenden nur die mitgelieferten Hülsen für die Parksensoren. Die Plastikhülsen haben wir einfach etwas zurechtgeschnitten, damit sie in ein Wabenloch des Grills passen. Die Sensoren werden einfach mit diesen Hülsenhalterungen eingesteckt und mit etwas Kleber am Wabengrill geklebt. Das heißt, es wird nur die Halterung an den Wabengrill angeklebt und die Parksensoren können jederzeit bei Bedarf ausgesteckt werden. Wenn dir das Kleben nicht gefällt, solltest du, wie öfters schon erwähnt, eher den teureren Grill erwerben. Ansonsten spricht nichts gegen die billigere Variante. Bevor du mit der Wiedermontage am Auto beginnst, empfehlen wir dir, den silbernen Stoßstangenträger hinter dem Kühlergrill schwarz zu lackieren. Es verbessert das Bild um einiges und es sticht danach kein riesiger weißer Träger hinter einem schwarzen Wabengrill heraus. Setze nun die Stoßstange mit dem neu montierten RS-Grill an und verbinde die Sensorik wieder mit dem Auto. Befestige daraufhin den Stoßfänger so, dass alle Clips und Halterungen sicher einrasten. Kontrolliere speziell nochmal die Ecken, so dass diese auch wieder in einer Linie mit den Scheinwerfern sind. Als nächstes schraubst du die Stoßstange in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an. Folgende Verschraubungen müssen wieder befestigt werden. Überprüfe dann auch sorgfältig, ob alles sicher befestigt ist und du keine Schraube vergessen hast. Fertig. Du hast erfolgreich deinen Audi A4 Kühlergrill gewechselt. Der Prozess ist, wie du siehst, ganz einfach und mit etwas handwerklichem Geschick und dieser Anleitung schnell erledigt. Der Kauf hat sich unserer Meinung nach definitiv rentiert und das Ergebnis wird zweifellos die Blicke auf den Audi ziehen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wenn dir die Anleitung gefallen hat und du keine Anleitung in Zukunft verpassen willst, lass ein Abo da. Ciao.